So, hallo, heute will ich euch mal meine Oberfräse vorstellen. Das ist eine Bosch Oberfräse von der grünen Serie. Das ist die Bosch POF 1400 ACE und die hat eine Nennleistung von 1400 Watt und eine Drehzahl, die einstellbar ist von 11.000 bis 28.000 Umdrehungen. Dann die Oberfräse kommt in einer Box, so eine grüne Plastikbox. Und dabei war die Bedienungsanleitung, dann der Fräsanschlag, dann nochmal ein Anschlag für Konturen zum Abfahren. Da ist dann vorne eine Rolle dran, damit man die Kontur abfahren kann. Und dafür muss man den Anschlag festschrauben und kann den quasi dann als Anschlag für Konturen verwenden mit der Rolle. Die tastet dann quasi die Kontur ab. Dafür sind dann noch zwei Schrauben dabei gewesen, mit denen man dann den Anschlag mit der Rolle an den Hauptanschlag festschrauben kann. Des Weiteren war auch noch so eine Zirkelspitze dabei. Diese Spitze kann man ebenso an den Parallelanschlag festschrauben und einen Zirkelfräser, mit dem man Rundungen mit der Oberfräse fräsen kann. Das schaut dann so aus. Das ist quasi hier die Spitze und da sind die zwei Führungen, mit denen man dann die Oberfräse reinschiebt und dann kann man quasi verschiedene Radien fräsen. Was noch dabei ist die sogenannte Kopierhülse. Die ist serienmäßig dabei. Das ist eine 17 mm Kopierhülse und die hat einen Spezialverschluss. Sieht man dann hier an der Fräse. Wenn man die umdreht, da sieht man dann die Bodenplatte. Und da kann man dann die Kopierhülse einfügen. Die passt auch nur in einer gewissen Position rein. Da sind extra zwei Haltenasen und dann kann man den Hebel loslassen und dann ist die Kopierhülse verriegelt. Mit der Kopierhülse kann man dann Schablonen bauen und im Inneren von einer Fläche Sachen ausfräsen und die Kopierhülse tastet dann quasi den Rand außenrum ab. Des Weiteren waren dann insgesamt 3 Spanzangen dabei für die Werkzeugaufnahme. Jetzt verbaut bei mir ist eine 8er Spannhülse, 8 mm. Im Lieferumfang dabei war noch eine 6 mm Spannhülse sowie eine 1/4 Inch Hülse. Diese 3 Spannhülsen sind dabei. Was auch noch dabei ist, ist ein Schlüssel zum Wechseln und zum Lösen der Nutfräse. Wenn man jetzt den Fräser wechseln will, dann nimmt man sich den Schlüssel und nimmt einen Fräser und kann den dann entweder, so wie es ich jetzt mache, dass man sie seitlich hinlegt, kann man da den Fräser reinstecken. Wenn man das dann hat, dann gibt es vorne auf der Maschine einen roten Arretierknopf. Den drückt man dann und nimmt dann den Schlüssel und zieht die Spannzange nach rechts herum an, bis es fest ist. Somit hat man dann den Nutfräser installiert in die Oberfräse. Was auch immer dabei ist, ist hier die Bedienungsanleitung. Da sieht man dann die verschiedensten Symbolbilder für verschiedenste Fräsanwendungen und für, wenn man Außenkonturen fräst und Innenkonturen. Und wenn man jetzt Außenkonturen anfräst, muss man immer gegen den Uhrzeigersinn fräsen und in einer Fläche, wenn man fräst, muss man im Uhrzeigersinn fräsen, damit der Fräser immer im Gegenlauf das Holz bearbeitet. Was auch nicht schlecht ist, ist die Beschreibung der unterschiedlichen Drehzahlen für die verschiedenen Materialien, die es so gibt, da diese Maschine mit einer Drehzahlregelung ausgestattet ist, sowie mit einem Sanftanlauf. Der Drehzahlregler befindet sich dieser Seite, auch wieder ein roter Knopf. Also alle Bedienelemente sind hier bei der Bosch in Rot ausgeführt. Und dieser Drehzahlregler hat insgesamt 6 Stufen, von 1 bis 6. Das Gute ist halt hier, in der Bedienungsanleitung hat man nochmal eine Tabelle, wo man dann sieht, was man bearbeiten kann für Materialien und die dementsprechende Einstellung von 1 bis 6, je nach Material. Dann zur Maschine selber, da haben wir jetzt vorne so einen Spänefangschutz. Und vorne sieht man dann die Tiefeneinstellung, mit der man die Frästiefe einstellen kann, die gewünschte. Da geht man dann quasi so vor, man nimmt die Fräse, löst den Tiefenstopp, dass die Stange quasi locker ist. Dann nimmt man den roten Hebel auf der Seite und betätigt ihn und drückt dann die Fräse nach unten, vorsichtig, bis der Nutfräser das Holz berührt. Wenn das der Fall ist, kann man den roten Sperrhebel nach oben drücken und die Fräse ist in der unteren Position arretiert. Je nachdem, was man jetzt für eine Frästiefe haben will, nimmt man dann einen Bohrer. Das ist halt das Einfachste, was man machen kann als Maß zum Einstellen. Ich habe jetzt in dem Fall einen 8er Bohrer.
Und den kann ich dann die zweite Stufe von dem Fräsrevolver und stecke da den 8er Bohrer dazwischen als Abstand, drückt leicht oben auf die Stange und befestigt die Klemmschraube wieder. Dann entfernt man den Bohrer und hat jetzt quasi das Maß von der zweiten Stufe bis zum Anschlag sind jetzt die 8 mm. Und wenn man jetzt in mehrere Stufen fräsen will, weil man einen größeren Fräser hat, kann man jetzt den Revolver nach oben drehen und erst einmal in 2 Stufen oder 3 Stufen auf die 8 mm fräsen, die man vorher eingestellt hat. Das ist dann relativ praktisch. Um das Ganze noch fein zu tunen, kann man ebenso ein bisschen weniger einstellen als 8 mm. Und dann hat man oben bei der POF 1400 ACE noch den Feineinstellknopf auf der Seite. Und damit kann man dann auch nochmal die Frästiefe fein justieren. Da ist eine Einteilung und jeder einzelne Strich entspricht nochmal 1/10 mm. Kann man das dann nochmal sich langsam rantasten, damit man die gewünschte Tiefe hat, die man zum Beispiel beim Nutfräsen haben will, damit die Schiene bündig mit der Oberfläche eingelassen ist. Und um das zu kontrollieren, dass man das verwenden kann, weil diese Verstellung ist wie eine Gewindestange. Wenn ich jetzt rechts herumdrehe, geht es nach unten. Und wenn ich links herumdrehe, dann geht die Fräse nach oben. Was noch zu erwähnen wäre, die Fräse hat einen Fräskorbhub von 55 mm. Von der ganz oberen Position bis zur ganz unteren Position. Kann ich jetzt mal so zeigen. Jetzt ist er ganz ausgefahren. Und so ist er ganz eingefahren und hat dann die entsprechenden 55 mm. Und wenn man jetzt mit der Feineinstellung arbeiten tut, muss man ebenso hinten berücksichtigen, dass neben dem Klemmhebel ist nochmal ein Pfeil und da sollte man das Ganze dann so verstellen, dass man in der Mitte von dem Plus-Minus-Symbol ist, damit man in beide Richtungen verfahren kann mit der Verstelleinheit. Weil es kann manchmal sein, dass man schon komplett reingefahren ist und dann ist man quasi am Anschlag, aber will noch tiefer fräsen. Das geht dann nicht mehr. Deshalb sollte man sich da immer in der Mitte von der Skala da bewegen, damit man genug Spiel hat. Das ist mir noch aufgefallen. Dann auf der Rückseite sieht man auch nochmal das Typenschild mit den besagten 11.000 bis 28.000 Umdrehungen. Und weiter unten ist die Absaugung. Auch die kann man entfernen. Dafür sind 2 Räntelschrauben, mit dem der ganze Absaugschuh befestigt ist. Den kann man dann lösen. So schaut das Ganze dann aus. Aber ich würde schon empfehlen, den Absaugschuh an der Maschine zu lassen, da sonst eine Menge Späne durch die Gegend fliegen. Und auch aus Sicherheitsgründen würde ich den immer benutzen, den Absaugschuh. Was die Maschine noch hat, das sind Staubschutzmanschetten an den Säulen, damit die Säulen länger halten und kein Schmutz in die Säulen eindringt und sie nicht mehr sauber nach unten und nach oben fährt. Was die Maschine ebenso noch hat, ist auf der Unterseite in der Nähe der Spannzange sind 2 LED-Leuchten drin. Das ist auch sehr praktisch, da es manchmal auch etwas dunkler ist und man dann nicht so genau erkennen kann, wo der Fräser sich jetzt gerade auf dem Werkstück befindet. Das ist eine super Lösung, dass man da eine Beleuchtung unten hat an der Maschine. Was auch gut ist, ist der Sanftanlauf, damit man langsam die Drehzahl hochgefahren wird. Und da muss man auch warten, bevor man fräsen tut, dass man nicht gleich in das Material eintaucht, sondern der Maschine die Zeit gibt, bis die Drehzahl oben ist und man dann in das Material eintaucht. An der Seite haben wir dann noch die 2 Befestigungsschrauben für den Parallelanschlag. Das ist dann der Parallelanschlag. Den kann man dann seitlich reinschieben, den Parallelanschlag. Und dann sieht man schon, da kann man dann quasi den Abstand festlegen von der Kante bis zum Fräser. Und zur Bedienung an sich, die Maschine hat 2 Knöpfe zum Einschalten der Maschine. Dazu muss zuerst der innere Knopf gedrückt werden und dann kann man den zweiten Knopf reindrücken und dann läuft die Maschine an. Und zur Höhenverstellung, wie schon gesagt, haben wir hier den roten Hebel. Wenn man den nach links drückt, ist die Säulenarretierung frei und man kann dann die gewünschte Höhe einstellen. Sobald man den loslässt, ist er arretiert und wenn man wirklich sicher sein will, drückt man nochmal ein wenig dagegen und dann ist er wirklich fest, die Maschine. Das sind so die Bedieneinheiten von der Maschine. Was ich mir noch dazu gekauft habe, ist so ein Fräsersortiment, das ist auch von Bosch. Das ist auch aus der grünen Serie von Bosch. Das sind Fräser mit einem Schaft von 8 mm. Das ist ein 15-teiliges Set. Das finde ich auch nicht schlecht, weil da ist alles dabei, was man so
im Hobbybereich braucht an Fräser, und die halten auch von der Schärfe eine Zeit lang. Da kann man schon einiges mit fräsen und ausprobieren. Das sind dann die verschiedensten Bündigfräse, Nutfräse, Schriftenfräse, Rundstabfräse dabei, dann Kehlfräse, Falzfräse sind dabei, Gradnutfräse, Hohlkehlfräse, also die verschiedensten Sachen, mit denen man mal das alles so ausprobieren kann im Hobbybereich, ist alles dabei, und das Preis-Leistung ist top. Das habe ich mir auch dazu gekauft. Und dann kann man eigentlich schon loslegen mit der Oberfräse. Was halt noch empfehlenswert ist, ist ein guter Staubsauger. Da eine Menge Späne anfallen, wenn man mit der Fräse arbeitet. Es kommt halt auch immer darauf an, was man für Material fräst. Kabel an sich müsste ungefähr 2 Meter lang sein. Aber als Einsteigermaschine, und da ich sie jetzt auch seit 3 Jahren habe, bin ich vollends zufrieden. Die hat noch nie Probleme gemacht, die Maschine. Sie hat genug Leistung, wenn man dementsprechend mit umgeht und nicht zu viel auf einmal wegfräst. Ist handlich, ergonomisch. Die Beleuchtung funktioniert noch. Die Drehzahl fährt angenehm sanft hoch beim Arbeiten. Also alles in allem habe ich keine Probleme mit der Maschine, und mir fällt auch nichts Negatives dazu ein. Natürlich gibt es auch noch andere Maschinen, aber die sind dann höherpreisig, und man muss auch sich überlegen, für was man solche Maschinen braucht. Ob es jetzt mehr für Hobbybereich oder ambitionierten Bereich ist. Wenn man dann mehr in den ambitionierten Bereich geht, dann ist wahrscheinlich die blaue Serie von Bosch oder auch von anderen Herstellern mit mehr Leistung oder vielleicht noch etwas mehr Präzision wahrscheinlich die nächste Ausbaustufe, die man sich so mal anschauen kann. Aber zum Starten ist es ideal.